wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Und auch das war wieder ein Intro, bei dem wir einen Patzer drin hatten. Zum Glück weiß ich, was es ist und wir können die nächstes Mal ausbügeln, um gleich die nächsten zu machen. Hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten, mein Name ist Alexander Stein. Ich bin heute hier zusammen mit Matthias Schröder endlich mal wieder an meiner Seite. Hallo, moin. Und mit Per Jochumsen. Hallo. Und wir haben einen Gast, den großen Marc Löffler. Ihr kennt ihn sicherlich alle von seinen Büchern. Wie viele Bücher hast du mittlerweile geschrieben? Sind es schon 3, 4? 2. Zwei. Also es Zwei gibt erst? ein Englisches, das sind es 3, aber ja, komm, 2 Deutsche. 3 zählt. So, das ist nicht schlecht. Hast einen eigenen Podcast, der schon eine ganze Weile läuft und richtig gutes Zeug drin hast. Du hast die Scrum Master Journey und bist auf vielen Konferenzen rumgetingelt und daher wirst du den einigen oder anderen visuell beziehungsweise auch auditiv schon bekannt sein. Und heute haben wir dich hier zu Gast und da sind wir sehr stolz drauf. Nicht nur, weil du mehr Reichweite hast als uns und ein bisschen ziehen kannst, sondern auch, weil du inhaltlich was abliefern kannst. Du hast nämlich ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar im ganzen Kosmos von Future Skills müssen wir ja auch mal gucken, irgendwann ist die kognitive Bandbreite auch einfach mal voll. Und wir müssen vielleicht auch von anderen Sachen loslassen, Muster wieder verlernen oder überlagern, um neue Sachen dann auch anwenden zu können. Und genau darum geht es heute bei dir in deinem Vortrag, den wir danach noch mit Fragen durchlöchern werden. Dazu sind alle im Chat aufgerufen, dann auch einfach die Sachen mit reinzuschmeißen. Wir packen sie dann hinten ran. Aber erstmal geht es mit Marc los und Unlearning. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Süden in den Norden quasi. Und genau, heute geht es um das Thema Unlearning. Und ich fange mit einer kleinen Story mal an zu Beginn. Das ist mal ganz gut, mal wenn wir so irgendwie loslegen. Und zwar mit Serena Williams. Vielleicht kennst du eine oder andere, die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten. 2010 damals Nummer 1 der Weltrangliste. Und dann hatte sie einen kleinen Unfall. Sie ist nämlich tatsächlich in einem Münchner Restaurant in eine Glasscherbe getreten und hat sich ziemlich böse irgendwie am Fuß verletzt. Und das hat dazu geführt, dass sie eine ganze Weile pausieren musste und relativ lange irgendwie dran rumlaboriert hat dann 2011 wieder angefangen zu spielen, ist aber relativ schnell auf Rang 12 abgerutscht, weil irgendwie kam sie nicht mehr so richtig rein, hat nicht gut gespielt. Und es ging dann so weit, dass sie dann nochmal pausiert hat und Anfang 2012 nochmal einen Start hingelegt hat, was darin resultiert ist, dass sie dann auf Platz 111, also Quatsch, dass sie gegen eine Spielerin von Platz 111 verloren hatte. War so der Tiefpunkt eigentlich von Serena Williams. Da war sie erstmal ziemlich, wie soll ich sagen, nicht so happy, weil sie damals in der ersten Runde vom Turnier rausgeflogen ist. Es ist auch noch nie vorher passiert, es gab es vorher einfach nicht. Und irgendwie war sie ziemlich, ja, sie wusste nicht so richtig, was mache ich jetzt, wie gehe ich voran, ich mache eigentlich wie immer und irgendwie funktioniert es nicht mehr. Und hat dann zufälligerweise in einer Tennisakademie in einem Vorort von Paris trainiert, die eigentlich normalerweise Junioren trainieren. Und diese Tennisakademie wurde eben von, ich muss ein bisschen ablesen, vom Patrick Mouratoglou heißt der Mensch, von diesem Trainer quasi geführt. Und der hat sie beim Training beobachtet und hat dann relativ schnell ein paar Dinge gesehen, die er meinte, die kann man besser und schöner machen. Und ist zu ihr hin und hat gesagt, pass mal auf, so und so, keine Ahnung, du schlägst nicht richtig durch und da bla, stehst auf dem falschen Fuß und was ich was alles. Und man wundert sich ja schon ein bisschen. Wie gesagt, frühere Nummer 1, die weiß eigentlich, wie man Tennis spielt. Komisch, dass sie da anscheinend ein paar Dinge nicht so macht, wie man sie machen könnte. Und hat gesagt, okay, lass uns ausprobieren und hat dann quasi ein paar Kleinigkeiten umgesetzt und hat relativ schnell gemerkt, ja, bringt mir was. Und hat sich dann kurzfristig zu entschieden, okay, ich engagiere den Menschen. Ich glaube, ein paar Tage vor Wimbledon hat sie gesagt, okay, hier Mr. Mouratoglou, ich habe mal kurz hier die Slide-Nummer gewechselt, klingt super, lass mal machen. Und man muss sich ja vorstellen, sie hat bis dahin mit ihrem Vater trainiert. Ihr Vater war ihr Trainer. Gibt ja auch den schönen Film mit Will Smith, der ein bisschen untergegangen ist, weil er gemeint hat in den Oscars, er muss anderen Leuten eins an die Birne klatschen. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass sie die nächsten 19 Spiele alle gewonnen hat. 19 Spiele. Und im Endeffekt hat, was der Patrick Mouratoglou mit ihr gemacht hat, er hat so einen Unlearning-Prozess gestartet. Er hat es also mit ganz vielen kleinen Schritten angefangen, Dinge, die sie vorher auf eine besondere Art und Weise gemacht hat, zu sagen, pass auf, das kannst du auf eine andere Art und Weise machen. Und hat ihr quasi nach und nach beigebracht, wie sie so ein bisschen außerhalb der Komfortzone Dinge neu lernen konnte. Und hat beispielsweise sowas eingeführt, was es im Frauentennis bis dato nicht gab.
vielleicht mal die Gegnerin vorher zu analysieren, wie spielen die eigentlich. Also bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass Serena Williams eigentlich immer gespielt hat wie Serena Williams. Und danach hat sie angefangen, quasi ihr Spiel auf die Gegner anzupassen. Das heißt, die Gegner wussten eigentlich gar nicht, auf welche Serena Williams treffen wir heute, weil die ihr Spiel einfach auf sie angepasst hat. Und sie damit ultra erfolgreich war. Sie hat dann so weit geführt, dass sie 2014, 2015 tatsächlich alle Grand Slams gewonnen hat, zum zweiten Mal in ihrer Karriere, das erste Mal 12 Jahre vorher. Und wie gesagt, bis heute so die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten war. Also da sieht man so ein bisschen dieses Dinge, die man schon mal kann, nochmal zu hinterfragen, auf einen neuen Weg zu bringen, kann dich super erfolgreich machen. Das ist so die eine Geschichte hier, die ich euch gerne mal mitgeben möchte. Ihr habt schon gehört, wer ich bin, vielleicht nochmal ganz kurz. Genau, Mark Löffler. Hier sieht man tatsächlich die 3 Bücher, über die wir gerade gesprochen haben. Das eine ist wirklich die Scrum Master Journey als Buch. Gibt es auch als Podcast tatsächlich. Dann Retrospektiven der Praxis, so das bekannteste Buch wahrscheinlich, gibt es schon seit 10 Jahren, über 10 Jahren schon. Ist dann 2018 noch auf Englisch erschienen. Genau, und bin seit mittlerweile fast 20 Jahren im agilen Kosmos unterwegs und habe eine riesengroße Freude auch unter anderem an Vorträgen wie heute. Genau, aber machen wir mal weiter im Programm. Noch eine weitere kleine Geschichte. Gehen wir mal zu den Römern zurück. Zu den Römern in der Vergangenheit. Und spannend war ja, dass die Römer tatsächlich es geschafft haben, 500 Jahre lang so die Nummer 1 in Europa zu sein. Die haben es geschafft, bis im Jahr 117 nach Christus haben sie 20% sozusagen der damalig bekannten Welt, haben die quasi regiert. Da waren die Champions oben drüber. Und auch da kann man sich fragen, wie haben die es geschafft? Wie haben die es geschafft, 500 Jahre lang auf dem Niveau zu bleiben? Was haben die gemacht, was vielleicht andere nicht so gemacht haben? Und da gibt es eben den Baron de Montesquieu, kann kein Französisch, ich habe das mal versucht auszusprechen. Der hat dann gesagt, it should be noted that the main reason for the Romans becoming masters of the world was that, having fought successively against all peoples, they always gave up their own practices as soon as they found better ones. Also wieder dieses Muster, was wir auch bei Serena Williams so sehen. Ne? Also in dem Augenblick, wo die Römer irgendwelche Völker erobert hatten und dann festgestellt haben, die können das ja viel besser als wir, dann übernehmen wir das doch einfach. Also sie haben nicht irgendwie festgehalten an, ja, wir sind die geilen Römer, wir wissen ja, was am allerbesten für alle ist und warum soll ich mir jetzt irgendeinen Scheiß angucken von anderen Völkern? Nee, die haben gesagt, wenn die irgendwie geilere Viadukte bauen, dann lass uns das kopieren. Wenn die irgendwie einen cooleren Kampfstil haben, lass uns das auch kopieren. Wenn die irgendwie, keine Ahnung, kulturmäßig irgendwas Abgefahrenes hatten, haben sie es auch kopiert und haben sich quasi so ständig weiterentwickelt, indem sie auch Dinge, die sie vorher auf eine Art und Weise gemacht haben, einfach dann anders gemacht haben. Also die haben auch da wieder aktiv quasi verlernt, dass man, keine Ahnung, mit einem Stock ein Loch buddelt, so als blödes Beispiel, sondern dass man einen Spaten nehmen kann, dass es eine viel bessere Variante ist, so ein Loch zu buddeln beispielsweise. Und dadurch im Endeffekt auch hier kann man natürlich wieder sagen, berühmtes Inspect and Adapt sich ständig weiterentwickeln, aber am Ende. Genau. Spannenderweise gibt es dieses Thema der lehrenden Organisation auch bei uns schon relativ lange. Also in den 1980ern muss man ja sagen, gab es einen relativ starken Trend, wo man gesagt hat, ja, auch wir als Unternehmen müssen eigentlich uns ständig weiterentwickeln. Die lernende Organisation war auch so ein bisschen so mit die Wurzeln, die auch ein bisschen ins Agile nachher eingeflossen sind am Ende. Und da gab es in den 90ern eigentlich ein mega geiles Buch, was ich nur empfehlen kann, The Fifth Discipline von Peter Senge, weiß nicht, wie man genau ausspricht. Wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt lesen, geht viel um System Thinking und so ein paar Regeln, die man einhalten muss, um tatsächlich als lernende Organisation am Ball zu bleiben. Und war damals ziemlich Hype. Viel spannender ist aber, dass es schon in den 80ern tatsächlich ein Paper gab vom Bo Hedberg, hieß der. Und der hat gesagt, knowledge grows and simultaneously it becomes obsolete as reality changes. Understanding involves both learning new knowledge and discarding obsolete and misleading knowledge. Also da sieht man dieses Unlearning, was ganz, ganz stark mit drin ist. Also es gehört einfach mit dazu, wenn ich neue Dinge lernen möchte, dass ich alte Dinge aktiv einfach sage, okay, das lege ich jetzt ab, ich bin offen für Neues. Auch wenn es vielleicht komplett gegen dem läuft, wie ich vielleicht bisher gearbeitet habe, und nehme an, was Sache ist. Lustigerweise, ich meine, die Römer, die ist schon 2000 Jahre her, so ungefähr, ne, dass die da rumgesprungen sind, als auch das ganze Thema Learning Organizations und hier 1980er ist ja auch schon eine Weile her.
komischerweise das ganze Unlearning so ein bisschen bis heute untergegangen und nicht so richtig sichtbar eigentlich. Man spricht immer über Lernen und Weiterentwickeln und so weiter, aber dieses Unlearning ist so ein Ding, was scheinbar nicht so richtig durchgeschlagen hat in der Vergangenheit. Und finde ich eine sehr spannende Sichtweise, dass eben zu einem Lernen auch ein Unlearning dazugehört. Klar, wenn ich zum allerersten Mal etwas lerne, dann brauche ich nichts verlernen, schon klar. Wenn ich zum allerersten Mal lerne, wie Spanisch zum Beispiel funktioniert oder wie man eine Mauer baut oder wie man Reifen wechselt, ja, dann habe ich kein altes Wissen, dann habe ich nur neues Wissen, das ist klar. Aber nehmen wir nur mal an, wenn wir vielleicht irgendwie in irgendeiner Form ein Word-Dokument oder allgemein an Dokumenten arbeiten, hat man vielleicht vor vielen Jahren allein am Rechner gemacht. Heutzutage kollaboriert man zusammen im Google Docs oder sowas beispielsweise. Also da ändert sich ja auch die Art und Weise, wie wir Dinge tun beispielsweise. Spannenderweise, wenn man überlegt, wie heute Meetings ablaufen und Meeting Minutes zum Teil geschrieben werden, da denkt man dann oft auch, also hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Vor 20 Jahren saß da jemand da und hat ein Protokoll geschrieben, auf Schreibmaschine vielleicht noch. Ja, vielleicht vor 30 Jahren, sagen wir mal so. Und heute schreibt halt jemand, keine Ahnung, in Confluence rein, was ist jetzt besser als vorher. Gibt es da nicht einen besseren Weg, Meeting Minutes zu pflegen, zum Beispiel mit einem Kanban-Board zum Beispiel, so als Idee. Aber nur so als kleines Beispiel. Trotz allem ist ja die Frage, also wenn es darum geht, aktuelles Beispiel, Prompt Building ist ja ein Riesen-Business gewesen in den im letzten Jahr, würde ich fast sagen. Das ganze ChatGPT-Thema ist ja noch gar nicht so alt. Und auch jetzt merkt man schon wieder, dass dieser Skill des Prompt-Buildings schon wieder fast wieder obsolet ist. Also man merkt, wie einfach mittlerweile das Wissen, was einfach dazu kommt, einfach so wahnsinnig viel ist, dass es wieder so unglaublich viel gibt, dass wir auch vergessen sollten wieder. Und parallel ärgere ich mich, weil ich meine Podcast-Folge-Aufnahme nicht gestartet habe. Mensch, habe ich wieder verpennt. Sowas aber auch. Egal. Shit happens. Was lerne ich daraus? Mal gucken. Fürs nächste Mal. Also Prompt-Building, ne? Riesending, Riesenbusiness, gab es zig Online-Kurse, keine Ahnung was. Mittlerweile gibt es einfach Tools, die das gut machen. Brauchst du fast gar nicht mehr selber machen. Wird zwar immer noch so von manchen Leuten beigebracht, aber eigentlich ist es schon wieder eine alte Fähigkeit, die schon fast keiner mehr braucht. Und so geht es mit vielen Dingen. Vor ein paar Jahren hieß es, glaube alle 7 Jahre verdoppelt sich das Wissen, das verfügbar ist, oder besser gesagt, die Informationen, die verfügbar sind. Wissen, Informationen sind immer 2 Paar Schuhe. Also man kommt schon schier gar nicht mehr hinterher an neuen Dingen, die erforscht und gemacht werden. Von dem her ist es schon ein wichtiger Skill, glaube ich, da tatsächlich am Ball zu bleiben. Aber warum erzähle ich das an so einem Event wie dem Agilen Norden? Agiler Norden heißt es, Entschuldigung, kein N, ein R am Ende habe ich gelernt. Warum erzähle ich das hier? Naja, wenn wir uns so ein bisschen anschauen, wie diverse agile Transformationen gegen die Wand fahren und keine Ahnung, wie viele Menschen heute mittlerweile zum Scrum Master zertifiziert worden sind, dürften ein paar Millionen mittlerweile weltweit sein. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Man kann es, glaube ich, sowohl bei Scrum Alliance erfragen oder bei Scrum.org tatsächlich auch. Aber man fragt sich ja trotzdem, nachdem all diese Menschen trainiert, geschult, sonst irgendwas worden sind und so viele agile Transformationen stattgefunden haben, warum klappt es dann immer noch nicht? Also wir haben es gerade schon gesprochen, agiles Tod ist gerade eine Riesendiskussion. Aus meiner Sicht völliger Quatsch, weil, sagen wir, die Herausforderungen sind immer noch die gleichen und wir müssen immer noch innovativ sein, immer noch am Markt bestehen, wir müssen immer noch tolle Produkte bauen, die den Kunden happy machen. Wir müssen immer noch uns weiterentwickeln. Also das ganze Agil ist aus meiner Sicht nicht gestorben. Vielmehr glaube ich, dass jetzt sozusagen diese Basis geschaffen worden ist. Also alle haben zumindest mal so ein Grundwissen an die Hand bekommen. Jetzt geht es erst richtig los, dass wir mal, sage ich mal, die Versprechen, die Agilität mitgebracht hat, jetzt auch mal umsetzen. Und ich glaube, weil viele dieser Versprechen nicht umgesetzt worden sind, liegt unter anderem daran, dass wir eben bisher nur auf reines Lernen gesetzt haben und dieses Unlearning so ein bisschen außen vor gelassen haben. Und das dazu führt, dass wir eben jetzt oft sehen, also wie oft habt ihr Verhaltensveränderungen beobachtet nach 2 Tagen agiles Training? Also sehr selten vermutlich, weil die allermeisten Leute gehen dann zurück zum Arbeitsplatz, vielleicht sind ein paar motiviert, wollen es umsetzen, die anderen machen halt nach ein paar Wochen doch wieder so wie vorher. Also ganz oft fällt man wieder in die alten Muster zurück und irgendwie bleibt doch alles beim Alten. Und aus meiner Sicht liegt es eben daran, dass wir dieses Unlearning nicht richtig schön unterstützen und machen. Und deswegen finde ich ein spannendes Thema. Ist zwar kein komplexes Thema, aber auf jeden Fall ein Thema, in das man reinschauen sollte. Was ist es überhaupt? Schauen wir uns mal so ein bisschen dieses Unlearning-Thema an. Der Vortrag basiert so ein bisschen auf einem Buch vom Barry O'Reilly. Da gibt es auch diverse Vorträge von ihm online. Ich zeige das Buch nachher noch kurz. Der das in seinem Buch so ein bisschen erstmals umfassend beschrieben hat. Gibt es auch vorher irgendwelche Papers, aber er hat es nochmal aufgegriffen.
Und im Endeffekt sagt er, es so ein bisschen gibt diesen Relearning-Cycle. Wir werden ein bisschen erkennen aus Inspect und Adapt und solchen Sachen, aber er sagt, okay, im ersten Schritt geht es darum, erstmal Dinge, die wir vielleicht, wie wir sie gemacht haben, vorher irgendwie wirklich darüber nachzudenken, okay, das geht doch bestimmt auch besser oder anders. Also wie, dass man sich wirklich festlegt, okay, ich möchte gucken, ob das nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise funktioniert. Dann überlegen wir uns, okay, wie könnte es funktionieren? Wo kriege ich Wissen her? Wo kriege ich vielleicht auch mal Dinge her, die völlig gegen meiner bisherigen Glaubenssätze geht und dem, wie ich es bisher gemacht habe, und versuche mir aktiv so ein bisschen reinzuzwitschern, wie es funktionieren könnte, und habe dann im besten Fall so ein Breakthrough im Sinne von Aha-Erlebnis, wow, hat funktioniert, und dann kann ich quasi sagen, okay, geht der Zirkel wieder von vorne los. Das heißt, Firmen, die quasi auch bis heute noch gut am Markt bestehen, die haben diesen Zyklus ganz gut im Griff. Ich glaube, das beste Beispiel, auch wenn ich kein großer Microsoft-Fan, ist Microsoft aus meiner Sicht, die über Jahrzehnte es geschafft haben, sich ständig weiterzuentwickeln und immer noch irgendwie da gewesen sind, immer aktiv auch überlegt haben, wie sie Dinge anders machen können als vorher. Und im Endeffekt ist das so ein bisschen der ganz simple Zyklus. Ich gehe da gleich im Detail nochmal rein, aber dass ihr einmal den Überblick gesehen habt, erstmal sich zu überlegen, okay, wo möchte ich vielleicht einfach anders rangehen? Okay, was für einen Input gibt es da irgendwo? Also Relearning-Thema, und dann auch wirklich dieses Erlebnis zu haben, okay, ich merke, es macht einen Unterschied. Also es können so banale Sachen sein wie der Klassenlehrer meines Sohnes, der den Stundenplan, der als PDF vorliegt, mit seinem Handy abfotografiert, um ihn dann in der WhatsApp-Gruppe zu teilen. Also kann man so machen? Jeder ITler wird sagen, das geht doch anders, viel einfacher. Und jetzt könnte man diesem Lehrer sagen, pass mal auf, da gibt es einen besseren Weg, hat aber vielleicht gar keinen Bock drauf. Er will das gar nicht verlernen, weil es für ihn halt irgendwie, der denkt sich, ich will keine Rechenkapazität in meinem Hirn nutzen. Das ist für mich der Weg der Funst, und deswegen wird er nie in diesen Relearning-Loop reingehen. Das heißt, du musst schon auch irgendwie bereit sein zu sagen, okay, gibt es da einen besseren Weg oder nicht? Ja. Deswegen, das ist schon die Grundvoraussetzung. Gehen wir jetzt da mal im Detail rein und schauen uns mal das Unlearning an. Den ersten Denkfehler, den viele machen, vielleicht wie in der agilen Szene, hoffentlich ein bisschen weniger, aber ist es immer noch, dass wir glauben, was in der Vergangenheit funktioniert hat, funktioniert auch in der Zukunft. Es ist natürlich immer so eine typische menschliches Ding, dass man sagt, okay, ich habe da mal was gemacht, es hat funktioniert. Und augenscheinlich ist ja erstmal so, dass man denkt, das Risiko ist ja dann viel geringer, wenn ich es wieder so mache, weil ich habe ja quasi das Wissen angesammelt, die Erfahrung quasi gemacht, dass es funktioniert, also funktioniert es bestimmt nochmal. Und bestimmt funktioniert es auch noch 3-4 Mal eventuell, aber je schneller sich das Rad weiterdreht, umso schneller werde ich irgendwann feststellen, dass irgendwann Dinge, die ich vielleicht früher auf eine Art und Weise gemacht habe, eben nicht mehr funktionieren. Und das ist so der Moment, wo ich dann irgendwann mir eingestehen muss, vielleicht wird es mal Zeit zu reflektieren, ob es nicht doch einen besseren Weg geben könnte. Aber solange dieses Mindset eigentlich da ist, von wegen, ich verlasse mich immer gerne auf Dinge, die gut funktionieren, ist dieser Denkfehler einfach ganz, ganz oft da. Also nur weil Dinge in der Vergangenheit funktioniert haben, das mag für alles, was wenn wir über Sachen Künefin oder was auch immer sprechen, wenn wir im simplen Raum bleiben, Nudeln kochen, klar, gibt es vermutlich nicht so wahnsinnig viele Innovationen im Nudeln kochen in den nächsten Jahrzehnten. Das halt einfach Wasser heiß machen, Salz reinschmeißen, Nudeln rein, weich kochen, fertig. Aber wer weiß, vielleicht erfindet dann irgendjemand mal eine andere Möglichkeit, wie man, keine Ahnung, mit irgendeinem abgefahrenen Gerät Nudeln viel schneller weich kochen kann, wie wir es bisher können. Indem irgendwie Wassermoleküle reingeschossen werden in die Nudeln, die wird weich innerhalb von einer Sekunde. Wer weiß? Who knows? Also wir müssen auch offen bleiben beim Nudelkochen. Mal gucken. Einstein hat auch gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das ist eigentlich auch ein ganz simpler Satz, den viele, glaube ich, auch nicht so richtig verstanden haben. Indem man versucht, ans Problem ranzugehen, eigentlich mit der gleichen Haltung, wie das Problem, dass es entstanden ist. Also vielleicht muss man einfach um die Ecke denken, anders denken. Er hat ja auch selber gesagt, Kreativität ist wichtiger als Wissen. Auch ein ganz berühmtes Zitat von Einstein. Dass man immer kreativ bleibt, offen bleibt, neue Lösungswege sucht. Also von dem her war er ein ganz großer im Patentamt und hat sich da Sachen ausgedacht. Also abgefahrener Scheiß. Gut, im Endeffekt, was sind Voraussetzungen? Zum einen, ich glaube, das sollte jeder von uns so ein bisschen mitbringen, vor allem, wenn wir sozusagen auch, sagen wir mal, berufsfähig bleiben wollen, in irgendeiner Form, einstellungsfähig, aber auch, wenn wir agil bleiben wollen, eine gewisse Neugier muss einfach immer da sein. Man muss irgendwie Bock auf Lernen haben. Man muss Bock haben, neue Dinge zu lernen, Dinge anders zu machen als vorher, Dinge loslassen zu können, ist für mich schon mal die Voraussetzung für Unlearning. Dann muss ich mir überlegen, okay, wozu möchte ich etwas verlernen? Also ich muss schon irgendwie so ein bisschen einen Grund für mich entdecken.
warum ich vielleicht irgendeine Fähigkeit anders und besser machen möchte. Vielleicht, keine Ahnung, weil sie sehr zeitaufwendig ist. Für Entwickler kennen es vielleicht, dass wir sehr, sehr lange Dinge manuell machen, bevor wir sagen, ich mache mal doch mal Makro dafür oder so, ne? Zum Beispiel als Ding, also da kann man sowas reinmachen. Und dann natürlich auch, was möchte ich denn genau verlernen? Also klar, wie gesagt, wenn ich ganz neue Dinge lerne, kann ich nichts verlernen, aber wenn es darum geht, wie ich vielleicht ein Buch schreibe oder wie ich vielleicht Code produziere, was heute mit KI auf eine andere Art und Weise funktionieren kann wie früher, da macht es schon Sinn, da mal reinzugucken. Weil auch da gibt es ja den berühmten Spruch, du wirst nicht von KI ersetzt, sondern von Menschen, die KI benutzen. Da wissen, wie man sie benutzt. Also von dem her auch ganz wichtig. Das sind die Voraussetzungen auf jeden Fall für Unlearning. Und dann kommen wir zum Relearning rein. Und der eigentlich viel spannendere, knackigere Punkt aus meiner Sicht in vielen Bereichen. Voraussetzung für Relearning ist einfach eine gewisse Offenheit. Und da hapert es bei den allermeisten Menschen. Das sieht man ja auch bei diversen Krisen, die wir hatten in den letzten Jahren, wo sich dann immer harte Lager bilden, wo man dann gerne bei seiner Meinung bleibt, wo man auch gerne in der eigenen Bubble unterwegs ist. Und die Gefahr aber immer, wenn man in seiner eigenen Bubble unterwegs ist und immer mit den Leuten spricht, die gleiche Meinung haben, ist eben, dass ich halt meine Meinung verstärke, aber die vielleicht totaler Unsinn ist oder vielleicht ganz andere Möglichkeiten mittlerweile gibt. Das heißt, ich muss auch offen sein, mir Informationen anzuhören, die vielleicht erstmal mir völlig gegen den Strich gehen. Das kennt ihr alle, wenn ihr als Scrum Master, agile Coach unterwegs seid und ihr sagt irgendein Entwickler, naja, testgetriebene Entwicklung ist schon echt eine coole Sache, Software zu entwickeln. Und ja, aber ich habe schon immer Software so entwickelt. Ich saß vom Rechner und habe das Zeug runterprogrammiert. Ja, das hat schon irgendwie funktioniert, aber es gibt einen besseren Weg. Ja, nee, weiß ich nicht, einen besseren Weg, kann man mir nicht vorstellen. Also eine gewisse Offenheit muss einfach da sein. Und nur dann kann ich eben auch mir Dinge durchlesen, anschauen, die vielleicht komplett anders sind, wie ich es bisher gemacht habe. Ist manchmal schmerzhaft, ja, aber ist schon irgendwie wichtig. Das Zweite ist, der andere hat vielleicht verlernt, wie man lernt. Das ist mir mal auf die Füße gefallen, weil ich, sag mal, bis zum Studium eigentlich nie lernen musste. Und im Studium habe ich dann gemerkt, ganz schön doof, wenn man nicht weiß, wie man lernt. Das heißt, entweder muss man wieder lernen, wie man lernt. Wie geht es eigentlich? Kann ich mir Wissen aneignen? Wie funktioniert das Ganze? Und eben, ganz wichtig, ich muss meine Komfortzone dazu verlassen. Und das ist so der schwierigste Schritt. Da gehe ich nachher noch mal im Detail rein, warum das so ein bisschen der Knackpunkt eigentlich von allem am Ende ist, die Komfortzone, die man verlassen muss. Und warum das eigentlich der Hauptgrund ist, warum Dinge manchmal nicht funktionieren. Gut, kommen wir zum Breakthrough. Was ist damit gemeint? Da nochmal ein Denkfehler vorab. Wir müssen erst das richtige Mindset schaffen. Wer kennt das auch? Ich meine, ich sehe jetzt keine Hände hier, die hochgehen, aber so ganz, ganz oft das Thema, ja, wenn wir agil arbeiten müssen, müssen wir erstmal ein agiles Mindset schaffen. Ja. Was totaler Bullshit ist. Ja, weil Mindset entsteht nicht durch, keine Ahnung, irgendwie sitzen und sagen, wir haben ein neues Mindset, sondern Mindset entsteht eigentlich immer dadurch, dass ich etwas tue und durch das, was ich tue, entsteht dann eben ein neues Mindset. Aber ich kann nicht ein Mindset irgendwie generieren aus Luft oder aus einfach, wir haben jetzt morgen ein neues Mindset, wird nicht funktionieren. Das heißt, es ist auch so ein typischer Denkfehler, dass das Mindset irgendwie von alleine kommt und dann, wenn wir die Tools einführen, funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert, ist totaler Bullshit. Das sieht man auch hier nochmal ganz kurz. Ne? Also ich muss erst mein Verhalten verändern, das verändert dann meine Perspektive auf die Dinge und das beeinflusst dann natürlich mein Mindset am Ende und das hat natürlich auch wieder Einfluss auf Verhalten, logischerweise, weil ich verhalte mich ja meistens auch auf eine gewisse Art und Weise wegen meinem Mindset, aber trotz allem ist meistens das Verhalten das, was ich zuerst ändern muss. Gibt es auch ganz tolle Bücher dazu, kennt ihr vielleicht die 1%-Methode, Gewohnheiten ändern, solche Späßchen, total spannend. Macht total Spaß. Also ich habe es auch bei mir in der Scrum Master Journey mit integriert, also wo es darum geht, wie kann ich Veränderungen im Unternehmen quasi vorantreiben, indem ich an Glaubenssätzen arbeite, indem ich quasi neue Gewohnheiten setze, wie sowas funktioniert. Das ist immer der Hebel, dass ich am Verhalten arbeite und dadurch dann mittelfristig auch das Mindset verändere. Ja, also das ist ganz wichtig zu wissen. Also Voraussetzung für den Breakthrough ist in der Regel ein Aha-Erlebnis. Also ich muss irgendwie merken, wenn ich es jetzt anders mache, dass es dann besser ist. Und es muss aber nicht zwingend immer im ersten Schritt passieren. Es kann sein, dass ich was ausprobiere und merke, naja, besser ist es jetzt aber noch nicht. Also kann sein, ich muss ein paar Inspect in der Dev Loops fahren. Wir erkennen wieder die Agilität irgendwo hier. Bis ich halt merke, okay, das ist wirklich eine Sache. Aber du kriegst halt eben nur dieses Aha eigentlich hin. Das ist tatsächlich auch so ein Thema, wenn du Entwickler irgendwie für irgendwas Neues begeistern möchtest. Du musst denen halt auch irgendwie dann zeigen, dass es besser ist. Und die müssen selber dieses Aha-Erlebnis machen, um eben bereit zu sein, vielleicht einen neuen Weg zu gehen. Sonst funktioniert es am Ende danach auch nicht. Ist auch bei neuen Gewohnheiten so. Also wenn ich muss irgendeinen Belohnungsfaktor einbauen,
sonst wird es am Ende mit der neuen Gewohnheit auch nicht funktionieren. Gut, wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, das ganze Thema fängt irgendwie in der Komfortzone an. Wir müssen an der Komfortzone irgendwie rumarbeiten oder zumindest es einfach machen, aus der Komfortzone rauszusteppen. Und das wäre noch eine kleine Story. Ich habe nach meinem Studium bei Volkswagen angefangen. Mir geht es nicht darum, hier die Stellen, die gerade gestrichen werden bei Volkswagen, sondern ich habe tatsächlich nach dem Studium bei Volkswagen angefangen, war glaube ich 2002, also schon eine ganze Weile her. Und habe dort ein Training besuchen dürfen, muss ich echt sagen, was für mich bis heute prägend war. Und das hat auch einen ganz komischen, unspektakulären Titel irgendwie gehabt, aber alle haben gesagt, boah, Marc, das Training, boah, da geht's ganz schön ab und boah, da wirst du Sachen erleben, gruselig und so, ne? Das lockt dich da, das wirst du Sachen machen, da fließen Tränen und keine Ahnung was. Und ich dachte, okay, bin ich mal gespannt. Und es war ein Training tatsächlich von 2 Psychologen geleitet. Und der erste Trainingstag dümpelte so hin und dachte ich so, ja, also schlimm finde ich hier gar nichts. Also bisher ist ja alles total harmlos. Und dann kam eben am Abend des ersten Tages so die Offenbarung, hieß es so, jetzt gibt es die Regeln für die nächsten Tage und zwar folgendes, ihr müsst ab sofort jeden Tag etwas machen, was völlig außerhalb eurer Komfortzone ist. Ihr müsst irgendwas tun, wo ihr euch unglaublich schwer tut, vor anderen Menschen das zu tun. Und das läuft folgendermaßen, ihr dürft es jederzeit machen im Laufe des Tages, ihr müsst Performance rufen, das war wirklich so, wir mussten dann rufen Performance. Und dann haben die anderen quasi im Training quasi applaudiert. Da musstest du dich vorne hinstellen und musstest entsprechend das Ding tun, was so ultra schmerzhaft für dich ist, ja, wo du dich echt schwer mit tust. Wir hatten Leute, die tatsächlich dann Bücher vorgelesen haben, also Vorlesen vor anderen. Wir hatten andere Sachen, also war total interessant. Bei mir war es damals, ich hatte so ein bisschen ein traumatisches Erlebnis, dass ich meine Diplomarbeit präsentieren musste auf Englisch. Ich habe damals in einem Startup gearbeitet, da saßen 30 Leute im Raum und ein Inder. Und nur wegen dem einen Inder musste ich natürlich auf Englisch halten. Und ich habe mir sowas von einem abgebrochen. Für mich persönlich, ich habe das Gefühl, wenn ich mich total blamiert hätte bei dem ganzen Ding, dass es echt schmerzhaft für mich war, irgendwie weiterhin oder irgendwann nochmal englische Vorträge zu halten. Und dann habe ich mich halt hingestellt an der Flipchart und habe auf Englisch das Internet erklärt. So, weil ich habe irgendein Thema gebraucht, was ich erklären musste. Und das war am ersten Tag schon irgendwie eklig. Aber man hat dann trotzdem schon am ersten Tag gemerkt, naja, so schlimm war es dann irgendwie doch nicht. Und das ist am zweiten und am dritten Tag auch noch gemacht und hast gemerkt, wie sich deine Komfortzone eigentlich erweitert hat und du gemerkt hast, so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, war es gar nicht. Voraussetzung dafür war natürlich auch ein sicherer Raum. Also wir hatten quasi, die Psychologen haben einen sicheren Raum geschaffen. Das heißt, da war sonst niemand anderes. Alle hatten die gleiche Aufgabe. Es war ein wohlwollendes Umfeld. Wir wussten, auch wenn es schief geht, kriegst du nichts auf die Nase. Also dieses sichere Umfeld war natürlich sehr, sehr wichtig, aber man hat quasi gelernt, dass dieses Komfortzone verlassen und erweitern an sich eher eine coole Erfahrung ist und keine schlechte Erfahrung. Und wie gesagt, prägend für mich in dem Sinne, dass ich das einfach auch heute noch immer gerne mache und nicht so ein Riesenproblem damit habe, mal Dinge zu tun, die vielleicht irgendwie sich erstmal unangenehm anfühlen, weil am Ende sich oft rausstellt, dass es doch eine coole Sache ist. Das ist so ein bisschen zum Thema Komfortzone. Man hört schon, ganz elementar wichtig ist psychologische Sicherheit. Und das ist auch ein Thema, glaube ich, was mittlerweile in der agilen Szene auch angekommen ist, was immer stärker getrieben wird. Für mich persönlich ist eine psychologische Sicherheit im Team, im Unternehmen die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Agilität und auch die Grundvoraussetzung für so einen Unlearning-Prozess. Ohne psychologische Sicherheit keine Chance, funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie daran arbeiten, psychologisch sichere Räume zu schaffen. Also das heißt psychologisch sicher, für die es nicht wissen, ist, ne, dass du zu jeder Zeit aussprechen darfst, was dir im Kopf rumgeht. Du darfst auch Dinge kritisieren. Du darfst Dinge im Endeffekt auch sagen, okay, kann man auch auf eine andere Art und Weise besser machen, beispielsweise den Status quo quasi challengen, ohne Angst haben zu müssen, von deinen Teamkameraden oder von deinem Chef, deiner Chefin, wem auch immer, irgendwie platt gemacht zu werden. Das ist psychologische Sicherheit irgendwo. Offen zu sprechen, auch um Hilfe fragen zu können, ohne irgendwie komisch angeguckt zu werden, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und mein Lieblingsbild, kommt auch aus meinem Buch, ist dieser Scrum-Zombie-Goldfisch. Und da hatte ich auch eine Geschichte mit einer Führungskraft bei Daimler, der erzählt hat, ja, wir haben die ganze Abteilung, haben wir geschult, 2 Tage lang, agil alle. Und jetzt arbeiten die agil alle, die haben alle die ganzen Freiräume, dürfen selber entscheiden und irgendwie ist alles noch viel schlimmer als vorher. Dann sage ich, ja, ihr habt halt Zombie-Goldfische. Und er so, was sind Zombie-Goldfische? Ich so, ja, wenn ihr Mitarbeiter über langen Zeitraum in diesem Goldfischglas haltet, das heißt sozusagen, die Mitarbeiter
hatten wenig Entscheidungsbefugnisse, hatten kaum Möglichkeiten, selber irgendwas auf den Weg zu bringen und sind quasi in einem Goldglas rumgeschwommen. Und jetzt plötzlich sollen sie im agilen Ozean schwimmen, wo sie alle selber entscheiden müssen. Und noch schlimmer, wenn so ein Goldfisch lange genug im Aquarium schwimmt, wird er zum Zombie. Das heißt, irgendwann gibt er sein Hirn eine Pforte ab, hält sich genau an die Prozesse, die festgelegt sind, auch wenn er denkt, das ist Unsinn. Einfach aus der Angst, wenn ich mich nicht am Prozess halte, könnte es vielleicht in die Hose gehen, kriege ich nachher Ärger. Und das geht dann irgendwann nach hinten los. Und mit solchen Zombie-Goldfischen willst du nachher agil arbeiten, wird nicht funktionieren. Du musst auch da erstmal, bildlich gesprochen, größere Aquarien schaffen, Räume schaffen, wo Leute sich ausprobieren können, wo sie merken, ist gar nicht so schlimm, um die nach und nach auch ranzuführen an neue Dinge beispielsweise. Und das Ding ist nämlich, gerade in Unternehmen, Fehler, die nicht geteilt werden, können zu Katastrophen führen. Und wenn Fehler geteilt werden, führen sie zu Wettbewerbsvorteilen. Und man sieht es vor allem in deutschen Firmen ganz, ganz häufig, dass Leute sich unglaublich schwer tun, über Fehler zu sprechen oder auch irgendwie einen Fehler mit anderen Abteilungen zu teilen, weil das ja dazu führen könnte, dass man als inkompetent gilt und als jemand, der nichts kann. Und an der Katastrophe damals, hier von der NASA, als die Columbia-Rakete, keine Ahnung, in die Luft geflogen ist, nach irgendwie fast einer Minute, wo sie hochgeflogen sind. Das war ja so eine Hitzekachel, die da irgendwie abgekracht ist. Das war ein Problem, das kannten die schon vorher. Aber die haben sich gesagt, naja, so ein bisschen Hitzekachel abfallen, da kann ja nichts Schlimmes passieren. Und dann hat es halt keiner mit dem anderen geteilt, da war das aber so ein kleines Problemchen, dann ist das Problemchen quasi gesagt, na, ist halb so wild, hat nachher zur ultimativen Katastrophe geführt. Hätte man das mit mehreren Leuten besprochen, hätten die vielleicht eine andere Abteilung gesagt, oh, aber wenn diese Kachel da und dahin fliegt, ganz blöd, weil dann fliegt uns das Ding um die Ohren oder so. Ne? Das heißt, über Fehler sprechen ist einfach unglaublich wichtig, wird aber eben auch nie passieren, wenn keine psychologisch sichere Umgebung ist. Das heißt, psychologische Sicherheit ist auch die Grundvoraussetzung für so einen Unlearning-Prozess. Nicht umsonst ist es auch tatsächlich Teil von meinem Passion-Modell, was ich vor ein paar Jahren mal vorgestellt habe, wo ich auch sage, Voraussetzung für agiles Arbeiten, Grundvoraussetzung psychologische Sicherheit. Und witzigerweise sieht man auch hier links daneben lebendige Lernumgebung, die eben auch nur dann funktioniert, wenn Leute wissen, okay, es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Ich darf Dinge ausprobieren. Ich darf Dinge mal anders machen, wie sie vielleicht vorher gemacht worden sind, um zu schauen, gibt es einen besseren Weg als vorher. Aber dieser ganze Unlearning-Prozess wird eben nur dann funktionieren, wenn das eben gegeben ist. Genau. Gut. Ich habe eine weiße Folie. Ist da noch irgendwas drauf? Ah ja, genau, der Buchtipp. Dann nochmal das Buch von Barry O'Reilly zum Thema Unlearn. Schön zu lesen, hat noch ein paar tolle Geschichten drin von einer großen Airline, die er betreut hat, was sie da zusammen gemacht haben. Total spannend. Also kann ich sehr empfehlen, da mal reinzuschauen und das durchzulesen. Er hat es schön gemacht. Ich habe den, glaube ich, damals 2012 in Krakau auf der auf der ACE-Conf hieß die damals, kennengelernt. Und mir das Buch auch relativ bald gekauft damals und kann es echt nur empfehlen. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Werbung meinerseits. Wir machen am 10.10. in Mainz eine Scrum Master Offensive, weil ich persönlich glaube, wir brauchen mehr Leute, die da so ein bisschen anpacken, die in der Lage sind, psychologische Sicherheit zu schaffen, die es schaffen, den Wandel voranzutreiben, sagen wir auch im deutschen Raum wieder mal innovative Ideen voranzubringen. Ich glaube, uns mangelt es nicht an innovativen Talent. Uns mangelt es irgendwie daran, dieses Talent bis nach oben durchdringen zu lassen und wieder coole Unternehmen mit coolen Produkten zu bauen. Und wir haben uns sehr ausgeruht auf Dingen, die schon lange da waren. Da sind wir wieder beim Thema. Da haben wir zu lange sich auf Dinge ausruht und Dinge auf die gleiche Art und Weise immer wieder macht, führt es halt irgendwann ultimativ dazu, dass es gegen die Wand fährt, auch wenn es vielleicht jahrzehntelang gut funktioniert hat. Und die Scrum Master Offensive soll so ein bisschen da einen Impuls mitgeben, gibt jede Menge Inhalte auch zu dem Thema. Und wenn ihr diesen Code nimmt, SMO Early Bird, kriegt ihr auch statt 699 €, könnt ihr für 499 € dabei sein, also noch ein Schnapper. Gibt geiles Essen. Wir haben das Catering vorhin beauftragt. Gibt lecker was zu futtern. Coole Leute, die mit dabei sein werden. Ist natürlich auch eine coole Community. Man kann super Austausch haben. Mark Bless ist noch mit dabei. Kennt ihr vielleicht von Agile Spiele. Wir machen zum Thema KI und Scrum Master oder agiles Arbeiten. Machen was zum Thema Moderation, Facilitation. Wir machen was zum Thema messbar machen von Aufgaben eines Scrum Masters, KPIs. Wie kann man seine Erfolge sichtbar machen als Scrum Master? Und wird bestimmt ein cooles Event in der Pyramide in Mainz. Ist auch eine coole Location. Also wer der Bock hat, dabei zu sein, so rum, einfach hier entweder den QR-Code scannen oder hier den Bitly, die URL eintippeln und den Code hier verwenden.
dann klappt das. Und noch ein zweites Thema, wenn ihr Lust habt, psychologisch Sicherheit ist ein Thema auf jeden Fall von meiner Scrum Master Fallstudie. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich so die 5 Dinge aufgezeigt habe, die meiner Meinung nach jeder guter Scrum Master, jeder guter Agile Master, Agile Coach drauf haben sollte. Wer sich das anschauen möchte, kann das über diesen Link machen und einfach mal so ein bisschen mir lauschen, was ich so erzähle zum Thema, was sind so die Skills, die ein guter Scrum Master haben sollte. Und gerne einfach da reingehen und das Ganze anschauen. So, das war's von meiner Seite. Genau. Bevor wir aber jetzt hier weitermachen mit der Fragerunde, gehen wir kurz in die Werbepause. Per, einmal auf Werbung umschalten und die Werbung einspielen. Danke. Wir haben agile Teams, aber keine guten Ergebnisse. Auf die Dauer ist das ziemlich frustrierend. Das nervt total. Wie muss sich die Führung ändern, damit agile Teams richtig gut funktionieren? Delegation in die Teams führt zu mehr Autonomie. Damit die Autonomie funktioniert, setzen Sie Leitplanken. Und mit richtigen Leitplanken können Sie eigenständiges Handeln in den Teams fördern. In unseren Management 3.0 Schulungen lernen Sie moderne Führung. So richtig. So richtig. Genau, IT Agile ist unser heutiger Sponsor, wie so häufig. Und Danke geht da raus, denn die sorgen dafür, dass hier das Licht anbleibt. Wenn ihr uns unterstützen möchtet oder einfach mal ein Thema loswerden möchtet oder Feedback, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail unter info@agiler-norden.de. Denn Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen, ist eine Veranstaltung des Agiler Norden e.V.s, wie es auch schon erwähnt wurde. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, machen das ja also alles ehrenamtlich nebenbei und brauchen da entsprechend auch finanzielle Unterstützung, denn das Finanzamt möchte und wir wollen auch selber gar nicht großen finanziellen Betrieb aufmachen, sondern das Ganze auf neutralem Boden hier weiterführen können. Was uns auch dabei helfen kann, das Licht anzulassen oder wenigstens unsere Motivation vorantreibt, ist, wenn ihr das Video teilt, anderen davon erzählt und natürlich auch liked und subscribed. Vielen Dank. Werbung aus. Marc. Werbung Ende. Ja, genau. Sehr gut. Und erstens, wenn ihr jetzt gleich Fragen, wir bestürmen gleich Marc mit unseren Fragen. Wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne im Chat loswerden wollt, ihr da draußen, dann tippt die jetzt bitte ein und könnt gerne mitdiskutieren. Zweitens, die Links, die Marc genannt hat und so, die kommen natürlich auch noch in die Videobeschreibung. Bestimmt. Oder wenn ihr jetzt schaut. Versprechen wir nicht so viel, wir machen das ja mittlerweile mit KI. Und dann muss ich mal nachprüfen, ob das wirklich passiert ist. Da kann mir mal was Ja, aber der zweite Teilsatz war ja der entscheidende. Du hast schon verstanden, dass man die KI-Ergebnisse noch überprüfen muss. Genau, wunderbar. wir lassen da nochmal drüber schauen. Genau, und eine dritte Sache, während gerade noch Fragen in den Chat gepostet werden. Wenn du möchtest, können wir dir auch die Aufzeichnung zur Verfügung stellen, weil du ja deine Taste zu spät gedrückt hast. Dann hast du die schon. Genau, das wäre meine Frage noch gewesen, ob ihr netterweise mir die Aufzeichnung geben könnt. Hin. Das wäre sehr schön. Ja, haben wir was im Chat? So? Auch Im nur Chat Audio. ist momentan noch nichts. Oh, Haut geil. was raus, aber Ja. ich glaube, wir haben sonst auch noch was. Genau, dann würde ich nämlich gerne anfangen. Und du hast über Lerntypen gesprochen, also darüber, wie wichtig es ist, zu lernen, wie man lernt. Mhm. Hast du für dich selber rausgefunden, wie du lernst? Und wenn ja, magst du es mit uns teilen? Also bei mir ist tatsächlich ganz viel, ich glaube, das ist auch so ein typisches Ding, Learning by Doing. Ne? Ich bin so, also mir fällt es unglaublich schwer. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich auch einer von denen, die sich unglaublich viele Online-Kurse gekauft haben. Dann 3 Videos gucken, um dann festzustellen, ich mache jetzt auch nicht, das ist mir irgendwie alles, weiß ich nicht, ich kann nicht unendlich lange irgendwelchen Leuten am Bildschirm zuhören. Also mir klappt tatsächlich Lernen Mach entweder das nicht hier. in so einem Vor-Ort-Format besser, also sprich, Die ich kann Online-Livestreams sind das Optimum. Ja, online ist super. Was, hört nicht auf Mit Marc. Interaktion. Du hast doch Marc Mit gefragt, wie er lernt. Ja. Erst ist mal Marc, das ist richtig. Aber Genau, also ich gehe nur um mich. Also der andere könnte weiß ja vielleicht schon super alles. gut. Alle anderen Also sagen, wenn es wirklich um Live-Online-Trainings geht, ja, da stimme ich dir zu, das ist auch eine gute Möglichkeit. Also ich habe auch, keine Ahnung, bestimmt um die 200 Live-Online-Trainings gegeben, wo ich behaupte, die waren sehr interaktiv und gut. Es war nicht nur ein Video angucken. Aber dieses reine Online-Videos angucken war für mich zumindest nicht so der Bringer. Ich lerne immer noch gerne am liebsten in der Gruppe mit anderen oder halt für mich im Doing tatsächlich. Ja. Also ich habe tatsächlich angefangen, Lebenstraum von mir, Klavier zu lernen. Ich habe am Montag meine 2. Klavierstunde. Da freue ich mich schon drauf. Nice. Aber das ist ja nicht Unlearning, das ist ja wirklich ein neuer Skill. Apropos Unlearning, weißt du zufällig gerade, was das letzte war, dass du unlearnen musstest?
Was war das Letzte, was ich anlernen musste? Also, glaube ich tatsächlich, wenn ich an meinen Podcast denke, wie ich meinen Podcast quasi bisher, gestaltet habe. Und da war halt das Unlearning im Prinzip einfach nur im Sinne von: „Ey, lass doch mal KI nutzen." Und, ich nutze mittlerweile bei einem Podcast nochmal Riverside als Tool. Das gibt Da dir sind ein wir auch, ja. hervorragendes Transkript hinten raus, dann ballerst du es in ChatGPT rein, sagst mal einen Blogartikel draus. Das war so ein bisschen, glaube ich, wie ich mittlerweile meine Blogartikel mache. Also, ich bin immer sehr, sehr offen eigentlich, weil ich gerne neue Dinge lerne, einfach zu überlegen, gibt es einen anderen, besseren Weg? Weil was mich immer selber sehr angekäst hat, war mein eigenes Gequatsche, noch mal in 'nen Blogartikel zu packen. Das ist dann viel einfacher. Ich schreibe es auch immer rein. Ich schreibe eine Box oben drüber, hier, dieser Artikel wurde KI generiert Dann auf ist der es Basis des machbar. Transkripts, dass es halt drinsteht, dass es jeder weiß. Aber für eine Zusammenfassung ist es meistens gut genug, dass man weiß, um was es geht. Ansonsten kann man sich einen Podcast anhören. Da ist ja alles nochmal drin. Ja, also vor allem deine Podcasts sind ja auch sehr hörenswert. Matthias, du hast gerade schon gezuckt. Hast du eine Frage? Ja, mehr so auf der Meta-Ebene, da gehen wir mal hin. Gerade wenn man auf Organisationsebene schaut, ne? Also gar nicht so sehr auf mich als Person und das Thema Unlearning, stellt sich mir die Frage, wann ist denn der Moment erreicht, dass die Organisation, das System, dass es schädlich wird, wieder Sachen zu verlernen? Also ich komme daher, dass, wenn ich mir jetzt so selbstorganisierte Unternehmen angucke, wie IT Agile zum Beispiel, dass wir schon ab und zu an den Punkt kommen, wo wir denken, boah, wollen wir das jetzt nicht einfach mal aushalten, wie es jetzt gerade ist und spüren, welche Veränderungen da kommt, anstatt gleich wieder neue Dinge zu machen? So, also hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Ich glaube, das ist immer so eine Balance-Sache, oder? Ich meine, das ist mit allem, ne? Also die Dosis macht das Gift, heißt es, glaube ich, immer. Die Schwierigkeit ist natürlich immer rauszufinden, was ist die richtige Dosis. Also ein Extremdenken ist ja mal einfach. Also schwarz oder weiß oder ich mache Vollgas oder ich fahre ja im Kriechtempo. Aber so den Mittelweg zu finden, ist immer die größte Schwierigkeit. Ich glaube, daran hapert es dann eben auch ganz oft. Dass man, wie du sagst, manchmal auch Dinge aushalten muss und gucken muss, ist es jetzt wirklich gerade so schlimm? Ist es wirklich unser größter Schmerzpunkt, den wir jetzt neu lernen müssen? Oder ist nicht gerade doch irgendwie ein anderer Bereich, der eigentlich viel notwendiger ist, mal anzupacken? Ich glaube auch, dass man auch immer so eine stabile Basis braucht. Ich glaube, wenn man an allen Parametern gleichzeitig dreht, funktioniert es eben auch nicht. Du musst so eine Basis haben, die zumindest mal für einen gewissen Zeitraum mal bleibt, wie sie ist. Und dann darf sich woanders was ändern und dann muss es vielleicht eine Weile wieder bleiben, wie es ist und dann ändere ich wieder woanders was. Wenn du in allen Lebensbereichen und Berufsbereichen gleichzeitig Veränderungen hast, das ist sehr unangenehm, glaube ich, für die meisten Menschen. Überfordernd dann teilweise auch. Ne? Also es ist halt manchmal notwendig in der Krise, man hat es gemerkt, bei Corona beispielsweise, war natürlich bei jedem das Leben auf den Kopf gestellt, sowohl sagen wir, beruflich als auch privat. Das gibt es immer, so Krisen, da muss man sich halt anpassen, geht nicht Ja, anders. da musst du halt einfach agieren, ja. Genau, aber dauerhaft, glaube ich, ist das, wenn wir nur Krisenmodus hätten, auf Dauer, das Wenn es klappt auch halbwegs nicht. stabil ist, ne? Also wenn wir nicht im chaotischen, vielleicht nur komplex. Aber Genau. genau da muss ich auch dran denken, als du von Komfortzonen gesprochen hast und wie viele Unternehmen da auf einmal aus ihrer Komfortzone rausgestoßen wurden. Ne? Auf einmal, wie, die Leute sind nicht mehr im Büro, dann kann ich die gar nicht mehr kontrollieren. Was machen die denn da? Ja, und auch die Wie kann Fähigkeiten. denn das überhaupt funktionieren? Und dann die Fähigkeit überhaupt zu entwickeln, aus dieser Komfortzone raus und aber wieder ins Handeln zu kommen. Ne? Oder schön finde ich ja auch, ne, wir kommen ja alle mehr oder weniger auch aus dem Beratungs- und Trainingskontext oder lehren anderen Leuten was, ne, ja auch mit dem Format. Und Marc, du hast eben deine Online-Trainings auch angesprochen. So, ne, da reinzugehen, weil man musste in Corona. So, ne, weil Präsenz halt einfach keine Option war. Und wie viele da noch Gegenwert hatten, sich auf die Kameratechnik, darauf einzulassen, vor einer Lampe zu sitzen, ich kriege Kopfschmerzen und so weiter. Ne? Also wirklich Ja. da ist es wirklich so oder hast du, ne, ist das eigentlich nur ein psychosomatisches Ding, ne? Also wo stehen wir da eigentlich? Ne? Dass wir Ich meine, auch da, aus genau, der auch da hat man Komfortzone natürlich Typen gesehen, die halt relativ schnell Ärmel hochgekrempelt haben und einfach gemacht haben und einfach dann auch keine Probleme hatten, Komfortzone raus. Also mein erstes Training hatte ich tatsächlich, glaube ich, schon im Mai online. Also irgendwie 2 Tage, in 2 Monaten Lockdown und ich saß halt vor lauter schwarzen Kästen, weil keiner die Kamera anhatte. Ja. Also weil sie keine hatten oder Internet war so schlecht, weil die Ausrede immer noch heutzutage manchmal in Online-Trainings. Während andere zum Teil, ja, ich hatte sowohl Kollegen, die gesagt haben, nee, wart mal ab, bis im Sommer ist es eh rum. Aber ich hatte auch Kunden, die gesagt haben, ja, Online-Training klingt interessant, aber das Corona-Ding ist eh bald rum, lass mal abwarten bis im Herbst und dann machen wir das wieder vor Ort. Also das hat man eben auch, es gibt da Leute, denen fällt es leicht zu sagen, okay, dann mache ich es halt anders. Und es gibt andere, die sagen, naja,
nee, ich bleibe erstmal da, wo ich bin für den Moment. Ja. Und das kann aber eben auch den Unterschied ausmachen zwischen Überleben in so einem Umfeld oder halt, bei mir war tatsächlich das Jahr 2020 zu dem Zeitpunkt dann das erfolgreichste Geschäftsjahr am Ende. Mhm. Aber spannend, dann waren wir sogar noch schneller als du. Wir haben unseren ersten Livestream im April gemacht. Ich glaube, wir hatten aber den Vorteil, dass wir schon vor Corona wir haben Aufzeichnungen gemacht haben. Genau, die Hürde war kleiner. Und das spielt ja auch mit rein. Ne? Du hast halt Leute, die sowieso schon dichter dran sind. Für die ist es gar nicht mehr, also die müssen nicht viel anlernen. Und ich glaube, da kommt auch ein wichtiger Aspekt rein, dass man ehrlich hinguckt in die Belegschaft, in die Runde oder auch auf sich selbst. Haben wir eigentlich alle gleiche Grundvoraussetzungen. Ne? Also, dass nicht die Leute vorne weglaufen, die sowieso schon auf diesem Hype-Train sind oder Leute, die frisch aus, die Azubis, die es ja noch nie anders gelernt haben, die ja gar nicht wissen, wie es früher war und deshalb viel offener sind auch für die neuen Technologien. Und gleichzeitig hast du Leute, die auch schon die 5. Welle mitgemacht haben und die damit ganz anders umgehen und vielleicht auch ganz anders umgehen müssen. Ich meine, ich werde auch 5 Jahre vor der Rente, falls das mal kommen sollte, wenn es das noch gibt später, da werde ich auch ganz anders drüber denken, nochmal mich selber umzuschulen und Sachen zu verlernen. Ne? So völlig nachvollziehbar, ne? Und da auch offen und ehrlich mit umzugehen. Und einen anderen Aspekt, der mir gerade noch reingefallen ist, Matthias, bei deiner Frage, Marc, weil du es erwähnt hast, du hattest vorhin Kanban erwähnt und Kanban-Boards für das Protokoll, da auch ein Work-and-Process-Limit zu beachten. Ne? Dass wir nicht alles über den Haufen schmeißen, alles gleichzeitig und zulassen, dass in der gesamten Organisation alles in Frage gestellt wird. Weil das ist wieder zu viel Unsicherheit. Ne, das ist ja wichtig, dass diese zarte Motivation, du hast vorhin auch gesprochen davon, Neugierde ist ein wichtiger Faktor, dass die nicht kaputt gemacht wird. Ich glaube eben so ein großer Fehler, den halt viele machen, ist, man will immer auf die Perfect 10 sofort gehen, also auch mit agilen Transformationen ganz oft. Und mein Ansatz ist halt eher zu sagen, okay, wenn das die Perfect 10 ist, also aus so einem Solution-Focus-Coaching so ein bisschen, aber wenn es die perfekte 10 ist, wo wir hinwollen, wo sind wir denn heute? Ja, auf der 3. Ja, was ist denn der erste Schritt auf die 4? Ja. Was sollen wir denn auf die 10 sofort? Lass doch mal auf die 4 gehen. Lass doch mal einen kleinen Schritt machen und gucken, wie sich das anfühlt und ob das jetzt besser wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den ganz, ganz viele machen, dass wir so Tabula Rasa machen und alles im Kopf stellen. Das klappt tatsächlich auch manchmal, wenn Unternehmen in der Krise sind, wenn sie sich einfach ändern müssen, wenn sie gar keine andere Chance haben, dann kannst du relativ zügig Veränderungen reinbringen. Ich habe aber auch ganz oft Firmen, denen geht es an sich erstmal gar nicht schlecht, die wollen aber auch auf dem agilen Tool irgendwie aufspringen. Logischerweise ist die Veränderungsbereitschaft dort viel, viel kleiner. Warum soll ich mich denn ändern, wenn es gerade gut funktioniert? Ja, genau. Die Relevanz auch mit betrachten, auf jeden Fall. Ja. Und das fand ich gerade ganz schön, was da drin steckte. Häufig, vor allem wenn wir es jetzt als Unlearning betiteln, also das Verlernen von Sachen, es geht in den seltensten Fällen darum, Sachen radikal zu verlernen. Sondern es geht ja eher darum, einen Schritt zurück zu machen, um dann 2 Schritte nach vorne zu springen. So, schön. Danke. Ja, schön. Das finde ich völlig aus Konzept, dass du so nett bist zu mir. Ja, guck mal, ich blende euch nochmal so beide als Paar. Liebe heute. Na gut. Wo wir gerade über Neugierde gesprochen haben, würde ich gerne mal in die Runde fragen, wie erzeuge ich denn Neugierde? Oder generell Motivation und Relevanz für Verlernen? Das ist eine spannende Frage. Ja. Danke. Also ich glaube, es gibt, glaube ich, von Grund auf einfach Menschen, die schon von der Persönlichkeit einfach extrem neugierig sind. Das kann Neugier am Menschen sein, das kann Neugier in anderen Bereichen sein. Einfach die Leute, die gar nicht anders können, wie jedes Jahr 20 Fachbücher zu lesen, weil sie einfach unglaublich gerne was ändern möchten. Und die Frage ist, ich kann sie gar nicht beantworten, das ist eine gute Frage. Wie kann man Neugierde erzeugen? Es gibt ja immer solche Sachen, dass man vielleicht so Köder, gibt doch diese lustigen Videos, wo sie da so einen Affen fangen, wo sie irgendwie so Zucker, glaube ich, in den Baumstamm legen. Und die wissen quasi, wenn er die Faust macht, kriegt er die Faust nicht mehr raus. Und dann fängt man den, wartet, bis er richtig durstig ist, um dann quasi die Wasserquellen zu finden. Irgendwie in der Wüste in Afrika ist das so der Megatrick anscheinend. Also die Frage ist vielleicht ist die Frage so, was könnten diese Shiny Objects sein, dass wir irgendwo hin platzieren, wo Leute dann vielleicht, und ich glaube, das ist bei jedem ein anderes Shiny Object vielleicht. Also ich glaube, das ist wichtig, als Scrum Master rauszufinden, was sind da, gibt es ja diese Movie Motivators, zum Beispiel Management 3.0, haben wir ja gerade im Video gesehen als Beispiel. Motivatoren sind da mal rauszufinden, was treibt die eigentlich an und dann zu überlegen, welche Shiny Objects brauche ich für die Person, welche für die andere Person. Was auch Neugierde wo wir, und auch Scrum Master und Co., ne, weil das ja deine Baustelle ist, ne, als laterale Führungskraft. Aber generell bei moderner Führung ist ja eine der Kernkompetenzen, zu verstehen, was meine Leute motiviert. Und das halt zum Wohl der Gruppe zu nutzen. Also hier auch, damit diese bereit sind, Sachen loszulassen. Ja. Und ich glaube, jeder Mensch hat ein Stück weit Neugier in sich, nur nicht für
dieselbe Sache. Genau, wir müssen sie in den Richtig. richtigen Kontext setzen Ja. vielleicht. Und wir müssen auch den Leuten wieder beibringen, also ihnen anlernen, dass sie neugierig sein dürfen. Meiner Erfahrung nach haben viele verlernt durch komische Fehlerkulturen und so weiter, tatsächlich neugierig zu sein im Job. Und das aber im Privaten, im Hobby, im Alltag, aber Das ist der durchaus. Kontext, ne? Das ist genau wie der Systemadministrator, der im Beruf irgendwie nicht so viel redet, dann am Wochenende aber ins Fußballstadion geht und da seine Alle Mannschaft anbrüllt. anfeuert. Ja, Das ist dieselbe super. Person, nur der Kontext hat sich geändert. Genau. Ne? Also da steckt was drin. Und ein Aspekt, den wir zum Beispiel bei uns zu Hause benutzen, meine Partnerin hat das mal mit reingebracht, so als Gag, und dann haben wir es einfach implementiert und das führt halt auch zu Neugierde. Wir haben die Hausregel, dass alles gekauft wird, wo neu draufsteht. Coole Idee. Also wenn wir durch den Supermarkt gehen, das gilt jetzt nicht für Möbelhäuser oder sowas. Ja, okay, wird Also schwierig. ich darf es auch nicht Nein. bei Haushaltselektronik machen. So. Aber Wird auch im schwierig. Supermarkt, wenn da in den Regalen, die wir sowieso abklappern, irgendein neues Produkt ist, dann nehmen wir nicht unseren Standard. Dann nehmen wir nicht die, Okay. die Salami, die wir immer kaufen, sondern halt die neu drauf steht. Und an einer frischen Theke und beim Gemüse und bei den Convenience-Produkten. So, wenn wir da vorbeigehen, oh, eine neue Sorte, dann müssen wir die einmal mitnehmen. Das ist Finde ich witzig, gut. genau das mache ich auch. Jede Woche gehe ich immer am Samstag den Familieneinkauf machen und das Ergebnis ist immer, ich kaufe ein Ding, was ich noch nie vorher im Einkaufswagen hatte. Echt? Ja. Genau, und so kannst Ich du. kaufe immer nur Angebote. Ja, aber auch das variiert. Ja, und vielleicht ist das auch ein wichtiger Aspekt, den wir einmal kurz festhalten sollen. Es passiert nicht einfach so aus der Blume heraus, dass Leute neugierig sind oder, ne, und wir können das auch nicht von allen gleich erwarten, das haben wir festgestellt. Wir können es aber auch systemisch über Mechaniken, über Prozesse und so weiter auch unterstützen, dass Leute Neugierde wieder neu entwickeln und auch an den Tag legen. Ich spreche das- da manchmal von, gerade im Unternehmenskontext, auch in IT-Kontexten, so von so einem Dornröschenschlaf, wo man die Leute manchmal wieder rauswecken muss. Ne? Also dieses lernende Neugier Was sagt irgendwie denn die wieder, HR dazu, wieder dass zu du rumläufst aktivieren. und die anderen wach küsst? Ich mache das mit Zungenküssen und so, ja genau. das ist Nein, okay. ich glaube nicht. Also seid ihr noch nicht bei der Technik? Keine Namen. Klingt Freut mich. spannend. Ich sage aber, Neugierde ist auch noch ein gutes Thema, weil ich persönlich sage auch immer, wenn du Führungskraft bist, brauchst du eine authentische Neugierde am Menschen. Das gilt sowohl für Scrum Masters, laterale Führungskraft, aber auch für alle anderen Führungskräfte. Aus meiner Sicht brauchst du eine authentische Neugierde am Menschen. Wenn du keinen Bock auf Menschen hast, dann ist Führungskraft und Scrum Master schon mal der völlig falsche Beruf. Oha, ja, das wird herausfordernd auf jeden Obwohl Fall. man das auch vielleicht in Kontext setzen muss, ne? Du musst nicht wirklich Interesse an Menschen haben, aber Neugierde, also schon fast, also es reicht aus, wenn du wie ein verschrobener Wissenschaftler, ne? Andere Menschen gerne beobachtest, so aus der Ferne. Ja, kann Das auch ist schon okay, helfen. ne? Ja. Also für alle Introvertierten da draußen, ihr müsst nicht über euren Schatten springen. Der das- Introvert. Doch, Komfortzone verlassen. Ich habe noch einen Punkt für uns vier. Okay. Und zwar ist die Frage, die sich mir noch stellt, und wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, das ganze Thema Community-Arbeit, Meetups, die passieren und die ja, so finde ich jedenfalls, immer so ein Stückchen entweder blinden Fleck aufmachen oder den Horizont erweitern. Und das läuft ja gerade nicht mehr so wie noch vor, sage ich mal, 5 Jahren. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, gibt es gerade kein Need mehr dafür, Sachen zu verlernen, irgendwie neue Sachen lernen zu wollen? Wie seht ihr das? Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass wenn die Community gut ist und stark ist, hat die schon Bock, sich auch wieder zu treffen. Also als Beispiel, ich treffe mich jetzt dieses Wochenende, Freitag bis Sonntag, wer schon mal auf dem Agile Coach Camp war in Rückersbach, geile Location. Also meine Scrum Master Journey Community, wir treffen uns jetzt am Wochenende, Freitag bis Sonntag. Klar kommen da nicht alle, aber sind immerhin 40 Leute mit dabei, die sich da treffen werden, machen Open Space von Freitag bis Sonntag, also auch so ein bisschen Agile Coach Camp-like. Und teilen unser Wissen und tauschen miteinander aus. Also ich glaube nicht, dass es generell weg ist. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit zu tun, ob du dich in einer gewissen Community auch wohl fühlst und andere Menschen wiedersehen möchtest, treffen möchtest. Wir machen es natürlich auch nur einmal im Jahr, ist nicht 5-mal im Jahr, wird es wahrscheinlich auch weniger werden. Da klappt es eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob man generell dann sagen kann, dass das Interesse an Wissen kleiner geworden ist. Glaube ich jetzt eher Also nicht. wir Ich glaube, sehen das bei uns, wir machen bei IT Agile ja regelmäßig so auch ein Community-Event, der Non-Agil, und da sind die Teilnehmerzahlen also extrem wenig. Ne? Also wenn ich Und da wir wenn sehen ich für so uns gucke im vor, Verein ja auch vor im Corona. Kalender. Und ich hätte aber die These, vielleicht ist das Angebot. Ja, du musst mal ein bisschen Entschuldigung, schneller hab ich sein. Ja. dich Die Zeit geht bald. Alter, Also, Alter. Oh, Entschuldigung, Meine bitte, Güte. sprech aus. Ja, nee. komm zu Potte. Ja, genau. So, wir sind da jetzt weniger Teilnehmer. Ja, Und das sehen wir bei uns im Eventkalender ja genauso. Also extrem einfach. Welcher Genau, Eventkalender? der Eventkalender auf Welcher Eventkalender? agila-norden.de, falls ihr ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reinschauen.
wo wir alle für agil Interessierte und New Work Interessierte und so weiter relevanten Events aufführen. Ne? Zum Beispiel auch eben Rückersbach wurde schon genannt oder Marc, auch deine Scrum Master Veranstaltung ist da auch mit drin gelistet. Und wir sehen aber ja auch, weil wir diese Daten haben, weil wir bei vielen angemeldet sind und auf Newsletter-Listen und so weiter, dass viel mehr abgesagt wird gerade, dass in den letzten Jahren ja auch die Anmeldezahlen, vor allem bei Meetup, LinkedIn und so weiter, Veranstaltungen extrem runtergeht. Wir sehen es bei uns auch. Wir sehen viele Meetups, die jeden Monat gerade die Segel streichen, weil einfach nicht genug rumkommt. Ja. Um da aber auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, meine Wahrnehmung da ist gerade eine extreme Unsicherheit. Die Leute würden zu Meetups gehen, die würden sich weiterentwickeln, aber sie wissen nicht, in welche Richtung. Das prominente Beispiel gerade KI ist in aller Munde, aber keiner weiß, auf welches Fertig setzen soll. So soll ich mir jetzt Marc, du hast es erwähnt, ne? Vor ein paar Monaten war noch Prompting ganz heiß. So, brauche ich das jetzt noch? Und wenn ja, in welche Richtung? Weil Prompting für Text entwickelt sich gerade anders als für Grafiken oder für Videoschnipsel, Automatisierung oder. Muss ich es lernen, so dass ich mit ChatGPT am besten klarkomme? Ist es doch Claude oder was ist es eigentlich? Oder Gemini. Ich kann mich natürlich allgemein über KIs unterhalten, aber da ist irgendwann schnell der Deckel dran. Und diese speziellen Themen, die wir ja auch, die dann auch zeitlich wert sind, wie hier jetzt, ne, wie Unlearning aufgegriffen zu werden bei uns im Format, die würden schon viele interessieren, wenn sie wüssten, dass sie für sie auch relevant werden in den nächsten Wochen oder Monaten. Und das ist, glaube ich, gerade eine schwere Entscheidung. Und ich könnte mir aber vorstellen, also ja, da ist irgendwie ein bisschen was im Gange irgendwie in der Community oder halt nicht so viel, wie wir uns wünschen würden, aber vielleicht haben die Leute auch gerade andere Lernfelder. Ne? Also zum Beispiel? Weiß ich nicht, aber das Postulat, dass im Moment Unlearning nicht betrieben wird oder die Leute irgendwie gerade eine Lernpause einlegen oder sowas oder da eine Delle entsteht, ja, oder man kann geht sogar halt wieder sein, mehr aber- vielleicht mehr wieder Richtung Hundeschule, keine Ahnung. Ja, genau, das ist halt. Ja, das kann So in passieren. Hobbys Aber- wieder mehr investiert wird, Ja. keine Ahnung, kann auch sein. Ne? Na, aber und gleichzeitig, ne, also bei mir ist es ganz klar, ich sehe, dass die Firmen ihre Budgets bei sich behalten und nicht wissen, wo sie hingeben sollen. Und ich sehe auch, dass die persönlichen Budgets der Leute, wenn ich auch mit Coaches rede, mit Klienten und so weiter, die sagen, ja, ich will auf jeden Fall dieses Jahr noch eine Weiterbildung machen, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, in welche Richtung Genau. was Ja. relevant ist für mich. Und Agilität ist dann in den Firmen ja meistens leider Gottes, also ich will damit nicht postulieren, dass agil tot ist. Ich glaube da auch nicht Das dran. Fass machen wir nicht auf. Vielleicht Was eine ich andere aber glaube, ist, dass teilweise die schlechten Implementierungen oder fehlerhaften Implementierungen zu einer nicht versprochenen Wirkung führen. Halt andersrum. Ja. Die Wirkung, die versprochen wird nicht eingehalten. Und es ist ja nicht nur Agilität. Wir sehen es ja auch, Anfang des Jahres waren noch sowas wie 4-Tage-Woche ein heißes Thema. Ne, mit Studien, die rausgekommen sind zur Verfügung. Vielleicht ist es nur meine Bubble, aber New Work ist ja auch ein Segment, was wir mit Future Skills Du meinst den Feel-Good-Manager? zum Beispiel, auch davon schon weniger jetzt gehört. Und so, egal. Ich würde aber, bevor uns die Zeit wegläuft, nochmal ein anderes Fass aufmachen. Marc, Bin und zwar hast gespannt. du auf einer der frühesten Folien bei dir erzählt, eine wichtige Grundvoraussetzung. Was in der Vergangenheit funktioniert hat, funktioniert auch in der Zukunft. Ist eine Prämisse, von der wir uns lösen müssen. Ist aber das nicht die Grundannahme, vor allem in der agilen Entwicklung? Dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können und uns deshalb auf empirische Daten der Vergangenheit verlassen müssen? Das ist ein richtig guter Punkt. Also diese Empirie-Thematik ist für mich immer so ein spannendes Denkmodell, wo ich sage, okay, hat für mich aber eher was mit dieser Planung in die Zukunft zu tun, weil da sagt man ja auch im Endeffekt, wir können eigentlich nicht davon ausgehen, dass, wenn wir vor 2 Jahren Projekte entwickelt haben, dass die so und so lange dauern, dass es auch in der Zukunft funktioniert, sondern wir schauen uns mal an, die letzten 2, 3 Sprints und auf der Basis machen wir einen Forecast in die Zukunft. Also so verstehe ich Empirie eigentlich in Scrum. Ich verstehe es nicht so sehr, dass da wirklich Zeiträume gemeint sind von Jahren, auf die wir zurückschauen. Aber das Ding ist natürlich, es ist halt normal ein Fakt, dass halt ein Business Case eine Zeit lang funktioniert und dann ist der Business Case aber vielleicht dann nicht mehr so optimal und wir müssen einfach da Augen offen halten. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Stiel, Motorsägen, ja, also Glas aktuell, wenn ich Holz aus dem Wald kriegen will, eine leichte Motorsäge im Wald, Bäume fällen, eine gute Sache. Das Problem, was viele Firmen haben, die dann Motorsägen herstellen, ist, dass du irgendwann in so einen Modus reinkommst, dass du jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringst, was noch leichter ist, noch weniger Sprit braucht und noch leichter zu tragen ist zum Beispiel. Dass du aber vielleicht irgendwann mal diese technischen Weiterentwicklungen vielleicht verpasst,
keine Ahnung, da gibt es vielleicht irgendwann mal vielleicht doch Laserschwerter, mit denen man viel schneller Bäume fällen könnte. Oder irgendwelche Nanomaschinen, die dann irgendwie Bäume einfach sauber abtrennen und vielleicht sogar nachher per Roboter aus dem Wald tragen, weiß ich nicht. Weil als Waldbesitzer ist für mich das Wichtigste, ich will irgendwie dieses blöde Holz aus dem Wald kriegen. Wie das funktioniert, Motorsäge aktuell vielleicht oder mittlerweile in den USA zum Beispiel auch hier zum Beispiel sehr großem Gerät mittlerweile. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen anderen Weg, das zu tun. Und die Gefahr ist halt, wenn ich irgendwann dieses eigentliche Problem, was ich lösen möchte, aus den Augen verliere und mich auf mein Produkt verlasse, mich darin verliebe, dass dann irgendwann halt mal der Markt nicht mehr dafür da ist. Siehe Quelle mit dem Quelle-Katalog zum Beispiel. Das war halt vor 50 Jahren eine geile Möglichkeit, Produkte zu bestellen. Dann kam das Internet. Da gab es halt einen besseren Weg, Produkte zu bestellen online. Und Quelle hat es halt nicht rechtzeitig geschafft, diesen Online-Shop halt aufzubauen. Die haben es noch versucht, am Ende hat dann nicht funktioniert. Und das ist halt mit Skills genau das Gleiche. Wenn du dich halt auch im Berufsleben irgendwie drauf verlässt, dass, wie du jetzt hier deine CAD-Zeichnung machst, schon gut funktioniert oder deinen Code hier entwickelst, dass es schon gut funktioniert, hast du schon immer so gemacht, dann ist halt die Gefahr ziemlich groß, dass vielleicht doch mal jemand in die Ecke kommt, der es halt KI-geschützt beispielsweise besser und schneller macht als du. Und, ne, also ich halte nochmal fest, wir hatten es ja vorhin auch, Unlearning heißt nicht oder heißt nur selten, dass wir komplett was verlernen, sondern einen Schritt zurückgehen, um dann eine neue Technik halt anwenden zu können. Auf die Daten, auf die Vergangenheit blind zu vertrauen, das muss man loslassen. Aber natürlich brauchen wir die jüngere Vergangenheit, die empirischen Daten der letzten Wochen, vielleicht 1-2 Monate, um dann halt in die Planung zu gehen und so weiter. Aber wir dürfen uns halt ein bisschen Gleichgewicht da drin finden, dass wir nicht zu weit zurückgehen dürfen. Ne? In der Statistik gibt es das ja auch, statistische Prozesse geben dir auch immer die Daumenregel, nicht länger als 30 Tage zurückzuschauen, weil einfach die Welt sich so stark verändert. Das heißt, alles, wo wir da zurückgehen würden, ne, so wie wir es mal in der Schule gelernt haben, das ist zu alt. Da sollten wir mal in Frage stellen, ob wir es nicht lieber verlernen sollten zugunsten von einer neuen Technik oder von einem neuen Ansatz, um den auch auszuprobieren. Und alles, was aber jünger als 30 Tage ist, da können wir ruhig auf die Daten vertrauen. Weil wir aber gleichzeitig zu dem Verlernen ja auch eine gewisse Sicherheit brauchen, weil wir hatten vorhin ja festgestellt, auch darüber gesprochen, alles auf einmal zu verlernen ist zu viel Unsicherheit. Und das führt wieder zu ganz anderen Problemen im System. Und damit sind meine Fragen alle. Habt ihr noch was? Ansonsten würde ich in die Abmoderation gehen. Wunderbar. Ja? Wir sind zeitlich auch gut dabei. Schade irgendwie, aber die Zeit ist um. Genau. Ja, die Zeit mit Marc war schon sehr schön, aber alles muss mal zu Ende gehen. Marc muss ich hatte auch sagen, muss ich Schlussakkord im Moll singen noch hier, wenn ich dann ich immer so wir singen nicht. Du kannst das vielleicht, aber wir versuchen das lieber nicht hier zu singen. Wir werden hier nicht für bezahlt. Also warum sollte ich aus der Komfortzone raus? Auf Wiedersehen. Stopp. Ja. Nein, jetzt werden wir tatsächlich dann gecancelt vom YouTube-Algorithmus, wenn du weiter singst. Ach du meine, mit dem muss man ja tierisch aufpassen. Ja, so dass man es auch hören kann. Per, wir haben natürlich für Marc auch wieder ein Gastgeschenk vorbereitet. Genau, du hast ja schon so einen schönen Hintergrund. Und jetzt sieht man ihn nicht mehr, das ist ja schade, jetzt sieht man meinen Hintergrund. Na gut, lieber Marc, keine Pralinen, kein Wein von uns, aber wir pflanzen einen Baum für dich. Das ist doch super. In Mecklenburg-Vorpommern, irgendwann wird der CO2 einsammeln und das ausgleichen, was wir gerade an Stromverbrauch haben. Ungefähr. Und du kriegst ein hochoffizielles Zertifikat mit GPS-Koordinaten, zumindest des Bereiches des Waldes. Ich glaube nicht, dass jeder einzelne Baum einen eigenen GPS-Punkt hat. Das wird auch mal fantastisch. Ein oder anderen von unseren vorherigen Gästen. Die auch alle Bäume gekriegt Die haben. auch alle die Bäume Und bekommen. damit möchten wir nochmal extra Danke sagen, Marc, dass du heute bei uns warst und unsere Sendung bereichert hast. Wir sagen natürlich auch Danke bei allen, die zugeschaltet haben und vor allem die bisher durchgehalten haben. Also wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann hat es euch auf jeden Fall ein bisschen gefallen oder ihr seid auf der Couch eingeschlafen, was auch völlig okay ist, weil das füttert den Algorithmus. Wenn ihr aufwacht, klickt nochmal auf Like und Subscribe und die Glocke und den ganzen Kram und erzählt anderen Leuten über eure Social-Media-Kanäle und vielleicht oder in der Firma beim Kaffee trinken oder so, dass es hier eine schöne Sendung war und dass man sich das mal angucken sollte. Vielen Dank auch mal an meine Kollegen hier, Matthias, Per, Ja, danke, dass ihr da wart. Danke, Alex. Und auch danke an alle, die von der Orga, die hinter der Kamera diesmal geholfen haben. Vielleicht sehen wir euch ja beim nächsten Mal wieder vor der Kamera. Genau, nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Wir haben schon was vorbereitet, wir werden es aber noch nicht verraten. Bald meldet euch also bei Meetup an, um nichts zu verpassen. Oder bei unserer neuen LinkedIn-Gruppe, auf der wir jetzt auch regelmäßig jedes Mal die Events posten werden. Könnt ihr euch aussuchen, welche Plattform euch besser gefällt. Mein Name ist Alexander Stein und wir sehen uns in der Arbeitswelt von morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.